Der Oberrheingraben entstand vor etwa 45 Millionen Jahren in der geologischen Epoche des Eozäns. Wegen großräumiger Spannungen in der Erdkruste begann sich das Fundament des Grabens im Norden um bis zu 4 Kilometer und im Süden um bis zu 2 Kilometer abzusenken und der Graben zu öffnen. Die Grabenbildung hat im Oberrheingraben dazu geführt, dass bereits geringe Tiefen eine relativ hohe Temperatur aufweisen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für tiefe Geothermie. Dabei wird warmes Wasser aus Gesteinen in der Tiefe gefördert, zur Stromerzeugung oder Wärmegewinnung genutzt und wieder zurückgeführt. In Sulz-zu-Fourais im Elsass zum Beispiel finden sich in einem Kilometer Tiefe bereits 100 Grad Celsius und in 5 Kilometern 200 Grad Celsius. Dort wird schon seit den 1990er Jahren die Geothermienutzung wissenschaftlich untersucht. Bei der Grabenöffnung bildeten sich außerdem Risse, sogenannte Störungssysteme im Gestein. Neben hohen Temperaturen ist auch das Vorhandensein von solchen Störungssystemen in Gesteinsschichten für die Geothermie von Bedeutung. Denn diese Systeme führen Wasser und von dort aus kann es dann besonders gut gefördert werden. Solche Strukturen sucht man großflächig mit Hilfe der Landseismik. Durch das Vibroseis-Verfahren ist es möglich, effektiv große Gebiete dreidimensional zu untersuchen. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich Ihnen die Nutzung der Vibroseismik oder kurz Vibroseis vor. In der Landseismik ist sie die am häufigsten genutzte Methode zur Erzeugung seismischer Wellen. Sie dient der Exploration geothermisch interessanter Störungszonen, aber auch im großen Stil der Suche nach Bodenschätzen wie Erdöl und Erdgas. Sie lernen die Vorteile der Methode kennen, wie ein Vibroseis-Fahrzeug funktioniert und mit welchen speziellen Processing-Schritten die Daten aufbereitet werden. Anhand eines Beispiels aus dem Oberrheingraben zeige ich Ihnen, wie damit Störungssysteme gefunden werden können, die für die Geothermienutzung von Interesse sind. Diese Störungssysteme identifiziert man mit Vibroseis-Anregungen. Während es bei Sprengungen oder Hammerschlägen, sogenannten Impulsquellen, darauf ankommt, ein möglichst kurzes Signal zu erzeugen, wird beim Vibroseis-Verfahren ein definiertes Signal aus Sinusschwingungen angeregt. Dieses sogenannte Sweep-Signal dauert meist bis zu 10 Sekunden und ändert seine Frequenz linear über die Anregungsdauer. Downsweep bezeichnet mit der Zeit abnehmende Frequenzen, Upsweep ansteigende. Vibroseis-Fahrzeuge regen das Sweep-Signal mit Hilfe einer hydraulischen Rüttelplatte an. Dabei wird die Rüttelplatte unterhalb des Fahrzeugs ausgefahren und gegenüber einer separaten Reaktionsmasse mit dem Sweep-Signal bewegt. Die Masse des Fahrzeugs ist davon entkoppelt und hält die Platte auf dem Boden. Ein Kolben verbindet die Platte mit zwei Kammern unter dem Fahrzeug, die miteinander verbunden sind. Zwischen diesen Kammern wird Öl hin und her gepumpt, um das Sweep-Signal zu erzeugen. Damit nicht das ganze Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird, ist die Rüttelplatte durch Dämpfer vom Fahrzeug entkoppelt. Mit einer Reaktionsmasse von 7 Tonnen und einer Fahrzeugmasse von 40 Tonnen werden bei großen Fahrzeugen so Kräfte von 400 Kilonewton erzeugt. Typischerweise werden mehrere Vibroseis-Fahrzeuge eingesetzt, um das Signal noch zu verstärken. Im Video können Sie sehen, wie die 3 Vibroseis-Trucks so ein Upsweep parallel generieren. Hören Sie dabei auf den ansteigenden Ton. Die Pfeile zeigen die Rüttelplatte und das Hydrauliksystem, das nach dem Sweep hochgefahren und wieder abgesetzt wird. Das Sweep-Signal liegt dabei im Frequenzbereich zwischen 5 und 40 Hertz, während die Amplitude konstant bleibt. Nur am Anfang und am Ende wird die Signalstärke auf 0 abgesenkt. Hier hören Sie zum Vergleich nochmal ein Upsweep-Signal von 25 bis 400 Hertz ohne Störgeräusche. Gerade durch diese definierte Frequenzänderung hat Vibroseis den wichtigen Vorteil, dass das Anregungssignal im folgenden Processing einfacher aus den Daten entfernt werden kann als ein unbekanntes oder gestörtes Signal. Zudem kann über die zeitliche Dauer der Vibroseis-Signale ähnlich viel Energie angeregt werden wie mit einer Explosionsquelle. Allerdings mit einer wesentlich geringeren Lärmbeeinträchtigung, was ebenfalls ein großer Vorteil ist.
Bei mehreren Trucks an verschiedenen Orten werden auch unterschiedliche Sweep-Folgen verwendet, um sie später einfacher aus dem Messsignal entfernen zu können. Wie bei anderen Quellen auch, breiten sich nun die seismischen Wellen im Untergrund aus, werden gebrochen und reflektiert und an der Erdoberfläche aufgezeichnet. Für die Aufzeichnung der ViPROCEIS-Signale werden Geophone verwendet, die in regelmäßigen Abständen flächenhaft ausgelegt werden. Für eine Geothermieerkundung im Oberrheingraben zum Beispiel wurden etwa 3000 Instrumente mit Abständen von 50 Metern verteilt. Für große 3D-Kampagnen der Erdöl- und Erdgasexploration sind bis zu mehrere 10.000 Instrumente auf einmal im Einsatz. Aus der Vielzahl seismischer Aufzeichnungen werden nun geeignete Daten für das Processing aussortiert. Die am häufigsten genutzte Sortierung ist die Common Midpoint oder CMP-Anordnung, die aus einem vorliegenden Datensatz Quell-Empfänger-Kombinationen mit demselben Mittelpunkt auswählt. Der Vorteil des Sweep-Signals gegenüber anderen definierten Signalen ist, dass sie im folgenden Processing relativ leicht aus dem Empfangssignal entfernt werden können. Hier sehen Sie schematisch und idealisiert ein solches Anregungssignal. Würde es an einem Reflektor ohne Verluste reflektiert, würde man dasselbe Signal zeitlich verzögert an der Oberfläche aufzeichnen. Ein zweiter, tieferer Reflektor würde folgenden Output liefern: eine Reflexion mit umgekehrter Polarität dieses Signal. Legt man diese stark vereinfachten Signale übereinander, man spricht von Superposition, entsteht an einem Geophon an der Erdoberfläche folgendes Signal. Aufgabe des Processings ist es nun, aus diesem beobachteten Signal und dem bekannten Sweep die Untergrundstruktur zu erschließen. Dafür wird das ursprünglich abgestrahlte Sweep-Signal mit Hilfe einer Kreuzkorrelation aus den aufgezeichneten Beobachtungsdaten entfernt. Bei einer Kreuzkorrelation werden zwei Signale miteinander verglichen. Dazu wird die zeitliche Verschiebung zwischen sich ähnelnden Abschnitten bestimmt. Das wird dadurch erreicht, dass das Sweep-Signal stückweise gegen das empfangene Signal verschoben, dann multipliziert und integriert wird. Ist die Übereinstimmung an einer Stelle besonders gut, erscheint dies in der Kreuzkorrelationsfunktion als deutliches Maximum. Das Resultat der Kreuzkorrelation sehen Sie hier. Die resultierende Funktion weist dann mehrere positive und negative Maxima auf, die im weiteren Processing mit Reflektoren identifiziert werden können. Solche Kreuzkorrelationen erstellt man dann für verschiedene Quelle-Empfänger-Kombinationen. Hier sehen Sie ein Beispiel aus einer Geothermie-Exploration im Oberrheingraben. Die kreuzkorrelierten Daten sind zu einem CMP-Gitter angeordnet. Zuerst kommen hier die direkten Wellen an. Später sieht man dann Refraktionshyperbeln, die von unterschiedlichen Schichtgrenzen stammen. Nach der Kreuzkorrelation und der Anordnung zu einem CMP-Gitter folgt abschließend die Migration der Daten auf die wahre Tiefe der Reflektoren. Die prozessierten Daten erlauben nun eine Interpretation, die ich Ihnen an dem Beispiel aus dem Oberrheingraben zeige. Hier sollte nun herausgefunden werden, ob sich im Untergrund Störungssysteme befinden, die für tiefe Geothermie geeignet sind. Dies ist zunächst eine tiefenmigrierte Sektion im Untersuchungsgebiet von etwa 12 Kilometern Länge. Deutlich sehen Sie verschiedene horizontale Schichtungen, die an manchen Stellen unterbrochen sind. Diese interpretierten Störungszonen sind hier als schwarze Linien eingezeichnet. Während manche Störungen nur eine geringe Länge haben, reichen andere von 2 bis 3 Kilometer Tiefe bis nahe an die Oberfläche. Solche ausgedehnten Systeme sind wegen ihres hydraulischen Leitvermögens für die geothermische Nutzung von großem Interesse. Entlang dieser Störungssysteme kann während der Wasserförderung und Rückführung eine Verbindung zu Schichten hergestellt werden, die bereits ursprünglich Wasser beinhalten. Liegen sie im Bereich hoher Temperaturen, erlauben sie die rentable Förderung des thermalen Wassers. Ich habe Ihnen in diesem Video gezeigt, wie es möglich ist, mit Hilfe von ViPROCEIS effizient und ohne große Schallemissionen seismische Wellen anzuregen. Diese Anregungen bestehen aus einem Sweep, der kontinuierlich ansteigende oder abfallende Sinusschwingungen enthält. Sie haben gelernt, wie die Hydraulik eines ViPROCEIS-Fahrzeugs das Sweep-Signal anregt, wie die Daten aufgezeichnet und im Processing behandelt werden. Die beobachteten Signale werden dabei mit dem Sweep-Signal kreuzkorreliert, um die Tiefenstruktur des Untersuchungsgebiets zu extrahieren.
Wegen des vereinfachten Processings und der geringen Lärmbelastung ist ViproSeis heute die am meisten verwendete seismische Quelle der Landseismik zur Untersuchung großer Gebiete.